Wieder zurück in Fake Grand Order und im 6. Lostbelt Avalon le Fae. Beim letzten Mal haben wir Salisbury erreicht. Wir haben unter anderem natürlich ein Flashback hier von Mesh gesehen, wie sie in der Vergangenheit mit ASIC ist und nun hier das schöne Loch hier rund unter Camelot hier vor 2000 Jahren erkunden will. Ich sehe 2 LP, das kann nur schlecht werden. In this quest the battle you fight will depend on the choice. Oh, okay. Wir hatten jetzt schon hin und wieder diese Entscheidungen, aber nun wird es einen Einfluss auf das Gameplay nehmen. Da sind wir natürlich gespannt. Wieso muss ich gegen alte Egos kämpfen? Wieso muss ich gegen Muramasa kämpfen? Auf jeden Fall, liebe Leute, haben wir nun ein Treffen mit Aurora und ihrer nicht so freundlichen Hofdame, was uns hoffentlich nun erlaubt, die 2. Glocke zu läuten. Ah, meine wunderbare Aurora, sie ist dabei. Und nun lassen wir die Rebellion hier nochmal weiterleben. Keine so dramatisch? Doch, übelst dramatisch haben. Okay, ja gut, das war jetzt entspannt mit Aurora. Nach hier der Glocke, die wir in Norwich geläutet haben, die 2. Und das sollte uns natürlich noch mehr Zuspruch in der Bevölkerung bringen. That went great. Aurora didn't have any problem with letting us ring the bell. I was just reciting poetry when I heard the bell ring all the way outside town, too. It was as crisp and clear as a crunchy carrot. Still, I can't help but worry about how Lady Aurora will be able to keep her position after this. Apparently, she plans to tell the Queen that we broke in and rang it while she was away. We just have to trust that Aurora's diplomatic skill will be enough to carry her through such an obvious lie. Still, even if the Queen does start treating her as an enemy, so long as she can maintain plausible deniability until we defeat Woodwar's army. We can then send round-table army troops out to Salisbury to keep her safe in case the Queen's army shows up. Great point, and besides, Arthur has rung 2 bells now. Even I can tell that her aura is incredible. Everything from her strength to her power to her destructive force has increased like 1 billion times over. Just so you know, I'm the strongest fairy ever now. Not even Barges could stand a chance against me. Amen. I can't believe you actually said that. I was so impressed. You think I don't remember saying the things like that, but you really think so? What do you think, Maxie? Oberon? Could I take Baggy one-on-one now? Baggy, so good. Not likely. You're probably just a bit stronger than Tristan now, but Barges is tough even without a gifted name. She still has at least 10 times the strength and skill you do, so going taking on her alone would be a suicide. Right, of course. It's not like I was any better than Trash to start with after all. That's not true. Besides, you really have gotten stronger. Max is right. Your magical circuits. Alright, your fairies. They are called Fae markings, aren't they? Anyway, no matter what you call them, you clearly have more of them now. For example, both humans and fairies are like born with the set number of nerves. But in your case, instead of getting stronger through training, like most people, you have gotten stronger because of an increase in the number of nerves you have. It's completely unpredictable and makes you very, very special. That said, it also raises other questions. I've heard there are 2 kinds of fairies here. The kind whose appearance never changes from the time they're born, and the kind whose appearance changes at every stage of their life. By this point, I'm pretty sure you're the latter type. But there still aren't many past examples of a fairy's ability growing this much. Though there have of course been cases where a loss of purpose or shine has led to a fairy losing magic energy. So how do you feel about this development, Artoria? Huh? I wish I knew the answer to that myself. Well, maybe it's just because I'm the child of prophecy. I need some sort of edge if I'm really going to fulfill my calling. That does make sense. If a mediocre fairy like you is going to defeat a genius like Morgan, you pretty much have to cheat to stand a chance. Huh, what about you then, Oberon? How good of a fighter are you anyway? I didn't have a chance to see in the forest, so why don't you show me what you can really do? I already said I'm not going to fight anymore, remember? Besides, who would I even fight? Okay, Muramasa, you're with me, Gareth. You're also with me. Ribbit, you're with me too. Da Vinci, you're with me. And Maxi, you're of course with me too. Okay, we have 4 teams.
Let's go, Oberon. I'm going to kick your scrawny ass out. Fine then. You take my side, right, Maxi? Okay, komm schon, Sing. Ja, komm. ich kann ihn nicht allein lassen, Mann. So, ich will den. Oberon, du kannst das ab. Aber es ist keiner mehr da. Tut mir leid, aber ich bin auf Oberons Seite. Er ist einfach zu gut, um ihn einfach alleine zu lassen. Das kann ich ihm nicht antun. So. Das kann ich ihm einfach nicht antun. So. Kastoria ist so gut, Mann. Die ist echt so gut, Mann. Mir fällt gerade auf. Ich könnte es mit... wenn ich mit Oberon selber das versuche. Nein. Da will ich hin. Dann wird es zu hart. So. Okay, Oberon kann ich nicht auswechseln. Oh, wo kann ich... Ja, okay, das ist nicht schlimm. Alles gut. Dann müssen wir hier nur unseren Servant reintun, mit dem wir das machen. Wen nehmen wir denn Schönes? Buster. All Enemies. Ene, mene, mu. Und raus bist Tesla, Akuta. Wir haben auf jeden Fall einen Saber. Ich hätte gerne Neutral Damage. Warte mal, ich nehme Raikou. Einfach weil ich es kann, liebe Leute. Raikou kann auch Buster loopen. Zumindest wenn es nur 5 Gegner sind. So, zack. Und dann wieder Bronze. Mehr brauchen wir nicht mehr. Gut, passt. Bedeutet also auf gut Deutsch Oberon reinplagen. Koyan, also erste Runde mit Oberon. Ja, komm. Wir haben viel zu viel Charge, liebe Leute. Es wird jetzt nicht schwer. So. Zack. Und dann hier nochmal Bond. Nochmal Bond. Ah, es ist immer so schön, dass man so viel Bonds hier reinklatschen kann. Okay, liebe Leute. Also mit Masa. Da Vinci, bei dir tut es mir ein bisschen leid, dass ich dich besiegen muss. Und Kastoria, okay, Kastoria ist auch übel, Mann. Aber ich muss mich auf die Seite von meinem Oberon tragen. Ey, Leute. Okay, wir machen One-on-One. Also ich nehme den. Nee, das finde ich unfair. Aber jetzt haben wir halt irgendwie Gleichstand, also. Ist in Ordnung. Das wäre jetzt nett. Hätte ich jetzt aussuchen können, auf welcher Seite ich bin. Entweder ich hätte das alle Servants gegen Oberon hetzen können. Natürlich. Ich hätte es alle Servants gegen Oberon hetzen können. Ach, wie das Spiel ist abgestürzt. Und ich muss die Partynummer einteilen. Das wäre natürlich cool gewesen. So ein kleiner Oberon irgendwie mit 100.000 Leben. Oder auf der anderen Seite, ich habe mir jetzt halt auf Oberons Seite geschlagen. Aber das ist halt auch das Vierere. Und wie gesagt, irgendwie teilen die sich ja so hier die Rolle als Protagonist. Wahrscheinlich kann ich jetzt nochmal meine Party machen. Danke, lieber Gott, Mann. Hey, dieses Spiel, Mann. Ich muss doch irgendwann mal auf mein Handy umsteigen. Da stützt es nicht so viel auf ab. Aber da spiele ich auch nicht so oft Story. Da ist eigentlich noch nie abgestürzt. So. Aber nun gut. Lassen wir uns davon nicht unterkriegen. Wenn dieser verdammte Fuma endlich hier zu seinem Ziel gelaufen ist, werden wir auch schon starten. Fatal Battle. Red Rabbit. Ich will eigentlich nur Gareth zusammenschlagen. Tut mir leid, Kastoria. Oh. Ich sehe gerade. Naja. Wir können ja Oberons dritten Skill gar nicht aktivieren. Na gut. Soll trotzdem gut schaffbar sein. Nee, bin ich mir gar nicht sicher, ob das jetzt lang. Ich glaube, das wird nicht lang. Ist ja nur eine Coin. Wir hätten beide Coins gebraucht. Ah, habe ich ein bisschen überschätzt hier, Rikers Damage. Deutlich überschätzt. Ah, übel. Scheiß Gareth und je. Okay, haut einfach auf den armen Oberon drauf. Er kann doch nichts dafür. Aber okay. Wenn nicht arbeite ich mit Befehlshaber, das ist mir doch egal. Wir hätten Big Roma nehmen können. Mit Big Roma hat es eher geklappt, aber egal. So, passt. Ja, das ist, weil wir das Case Cup haben. So.
Das reicht aber jetzt. Hoffe ich. Es wäre halt mal schön, eine Raiko-Karte zu ziehen, mit der wir auch angreifen können. Boah, dieser Drecks-Gareth, Mann. Alter, Jungs und Mädels, Mann. Ich hätte Goboron Stampede aushauen sollen. Sorry. Sorry, Leute, aber da hau ich lieber Goboron Stampede aus, Mann. Oh mein Gott, Mann. Das ist kacke, wenn es nicht so klappt, wie ich mir vorstelle. Naja. Ha, ihr seht mal, wie es halt nicht klappt. Nee, wir hätten das mit Arjuna oder so. Das Problem ist ja, mit Raiko, ich kann ja immer nur mit einem Scope arbeiten. Und ein Scope macht dann natürlich nicht unbedingt viel Schaden, liebe Leute. Das ist das große Problem. Und besonders, weil ich oberen Stretchen Skill nicht habe. Na gut, ich habe mich halt auf die oberen Seite geschlagen. Tut mir leid, Castoria. Ich bereue es. So, aber ich will die Wave jetzt schaffen. Und dann schauen wir mal in der dritten Wave. Es wäre halt geil, hätte ich ja mal Raiko-Karte gesagt. Das ist echt so lächerlich, Mann. Wenn man da mal was machen will, Mann. Und dann zieht man in der ersten und zwei Raiko-Karten, in der zweiten einfach gar keine. Weil man könnte ja eine Buster-Karte ziehen. Aber nun gut, so macht das natürlich viel mehr Spaß. So, also, bitte. Kann er ja einfach den Attack-Up machen. Oder den da. Ne, ich verlasse mich jetzt auf Oberon MP. Wartet, anders. Ja gut, ich muss Gareth angreifen. Wieso macht eigentlich Oberon... Was ist denn Oberon jetzt für eine Klasse? Jetzt ist er Rider. Wieso ein Gottesnamen ist der jetzt Rider? Immer was so geht. Irgendwas anderes immer. Oh, warte, wenn er Rider ist, dann wird er hier Castoria vernichten. Ja, okay, gut. Sollte schaffbar sein. Er ist MP5 Mann. Danke schön. Endlich ist Gareth tot. Das, was wir uns seit Anbeginn des Spieles wünschen. Und es tut mir leid, Leute, aber ich aktiviere den Befehlszauber. Ich bin jetzt so langweilig, dass ich jetzt hier eine halbe Stunde warte. Ich meine, ich kann zwar Hard-Face-Karten die Runde, aber ich aktiviere den Befehlszauber. Komm, check! Das ist nämlich eine Sache der Erde, Mann. Oh mein Gott, ich habe übrigens zweimal hier fast 100% Crit dabei. Das macht übrigens auch gut Damage, wenn wir schon mal dabei sind. Ganz ernst, aber. Der Damage interessiert mich jetzt von der Crit-Karte. Boah! Na, also Crit Damage. Naja, Double Koyan, ihr Buff. Mami Raiko muss nämlich Respekt gezollt werden, liebe Leute. Denn wenn der Mami keinen Respekt zollt, kriegt es mit mir zu tun. So. War jetzt nicht unbedingt gut, aber geschafft ist geschafft. Also, passt. Zack, und weg damit. So, mit Masa haben wir dir aber schön gezeigt, Mann. Zwar Befehlszauber verbraucht und ein Reload, aber egal. Salisbury, Bella has been wrong. No, I cannot yet declare this publicity. But as the head of the Wind Clan, I have accepted the Child of Prophecy as a rightful savior of Britain. Once she has rung all the 6 bells, the Wind Clan shall make our objections known to the Queen. Unfortunately, this also means that the horrors of war will one day reach Salisbury as well. Will you all accept my decision, even if it should bring trouble to our doorsteps? Of course, Lady Aurora. You needn't even ask. We cannot trust Queen Morgan with Fairy Britain. We have all been eagerly waiting this day for a long time now. I would expect no less from the gods of Salisbury, loyal praise me. The Child of Prophecy has returned to Londinium. Her battle with Wobbos will begin shortly. Things will start to change very quickly across the land once she has rung Oxford's spell as well. Be sure to set your formations so that you are ready to deploy at a moment's notice. Excuse me, Lady Coral? Our formations are already set. We can leave for Londinium at any time.
Shouldn't we get help from them fight Woodwars to show how strong Celebrate truly is? Watch your tongue. This is not your choice to make. Listen to me closely. The Fang Clan have long been proud guardians of Britain. The Wing Clan will never do battle with them. Our enemies are Morgan, the witch. The Earth Clan, for transgression they have committed, the Queen's supporters in Camelot, who charge themselves on peace. And the humans of the anti-fairy organization, who don't know their place. Lady Aurora will not lead us into a battle until Camelot is well and truly on the back foot. I will not tolerate anyone carelessly putting our fair city in danger. Salisbury will remain neutral until the time is right. Forget about the humans of Londinium. So, is that so Salisbury won't be punished if the Child of Prophecy should happen to lose? This is what I said. I trust there's no objections. Understood. We will not open Salisbury's gates to anyone, even refugees from Londinium. Really? I don't see the harm in that, Coral. Lady Aurora. It may be dangerous for us to take the soldiers from the Round Table Army, yes. But civilians from Londinium who took no part in the battle would merely be refugees. It would be improper for me, as the head of a clan, to simply turn aside people with nowhere else to go. Besides, if we were simply to leave the weak their fates, on what grounds could we object to Queen Morgan's rules? But if we take in refugees, we'll have to fight the Queen before the Child of Prophecy can complete her pilgrimage. It's okay, Coral. It won't be a problem. You saw Toria for yourself, right? She's strong enough to keep Londinium safe. Plus, she has Oberon and Maxi with her as well. That said, if the Round Table Army were somehow to fall in spite of all that, then the time for us to remain on the sidelines will have ended. For we will be honor-bound to protect the lives of the freedoms and of any fairies and humans who come from Londinium seeking refuge. Wow, that's so generous of you, Lady Aurora. You refuse to put us in danger by helping Londinium, but you're still willing to help its people, even though they've tried to pointlessly to assert their independence. You truly are the perfect queen, Lady Aurora. You're the one who can bridge the gap between fairies and humans. We of the Liberation Army vow to keep your and your city safe, even if it should cost our lives. What are those inferior creatures saying? There's no possible way you could protect Salisbury or Lady Aurora by yourself. It's no use. I knew humans are worthless. All I can do now is hope the Child of Prophecy succeeds. I hope she's able to ring all the bells of pilgrimage before it comes time to fight the Queen. Sei nicht so negativ, glaub hier einfach mal. Und die ist ja auch richtig menschenfeindlich. Keine Liebe für Coral hier. Aurora ist gut. Aurora ist sehr gut, Mann. Mit der, die kann als Servant kommen. So. Dann geht es nun zurück nach Londinium. Oh, ich sehe gleich Berserkers. So, oh, Leute. Castor jetzt endlich mal ihre Skills auf 10. Das ist sehr, sehr gut. Wir werden sie aber aktuell noch nicht nutzen. Wir werden sie doch oft genug gezwungenermaßen nutzen. Also können wir jetzt hier erstmal eine Pause machen. Und dafür machen wir einfach mal ein bisschen Aoki-Alter-Action, würde ich mal sagen. Hauen aber dafür auch den guten Onkel Ober rein. Okay, direkt in den Fight. Ist eigentlich wurscht, liebe Leute. Wir wissen ja, was auf uns zukommt. Nämlich höchstwahrscheinlich die Truppen hier von Woodwars. Aber auf jeden Fall geht es jetzt ja langsam ans Eingemachte. Mal ganz abgesehen davon, dass wir immer noch nicht wissen, was hier die Tamlins vorne haben. Und auch keine Ahnung haben, was morgens Endgame ist. Haben wir zwar aber dafür inzwischen immer den ein oder anderen Rebellen auf unserer Seite. Und umso mehr locken wir Leuten, umso besser wird es. Also, das Ziel, Londinium, Woodwars zurückschlagen, wo ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin. Ich sag immer wieder, unsere Leute unterschätzen den alle ein bisschen. Die sagen alle, ja, der ist alt geworden und auch Ding. Wie die alle respektlos mit ihm reden. Aber ich glaube, wie gesagt, so ganz sollte man den Herrn nicht unterschätzen. Ah, verdammt, das hat 7. Ah, dumm. Egal. Okay, das aktivieren 60er Kultern, das geht.
7 Züge Cooldown ist ja leider zu lang. Aber okay. Wird schon mit Oberon auch im dritten Zug gehen. Dann, liebe Leute, jeder Servant kann ja jetzt hier ganz entspannt Buster loopen. Auch mit 30%, das ist nämlich das Schöne. Weil als wir nur Oberon, als wir nur Coin Sky hatten, ging das natürlich nicht. Boah, der Damage ist jetzt echt nicht der beste. Aber es ist ja auch nur 1,5 Damage. So. Fatal Battle. Patrol Unit Captain. So, zack. More Damage. Ja, muss ich nicht so rumtun. Der Buster Crit wird lange hin wahrscheinlich. Denn was man natürlich immer vergisst bei Konska, sie ist halt auch ein exzellenter Buster Crit Supporter und das wird definitiv mehr wehtun als jetzt, glaube ich, der MP Damage von ihr. Ich glaube, damit werden wir gar nicht... ja, genau. Genau, der Buster Crit sage ich ja. Der sitzt. Leveling, das ist der Oni-Move. Alter Mann, einfach instant gekillt, Mann. Schade. Ja. Glaub nicht, dass wir das ungeschoren lassen, Mann. Oberon bockt sich übrigens sehr, wenn ich das mal so sagen darf. Aber okay, das ist natürlich deutlich schöner mit dem, weil jetzt wird der Schaden sehr nach oben gehen. Ganz einfach aus dem Grund, dass sie ja selber MP-Damage hat. Ja, gut Damage, Mann. Ja, das sind schon bessere Damage, na, Mann. Traum. Passt doch, oder? Gut. Und sie ist eigentlich perfekt für Oberon gemacht, weil sie schläft ja eh immer ein, Mann. Da ist dieses... Das ist, dieses Schnarchgeräusch hier, das ist natürlich perfekt für sie gemacht, weil... Ja, sie macht ja eh immer hin und wieder ein Nickerchen zwischen ihren Animationen. Back in Salisbury. I can't believe things changed so much in the 2 days we were away. Is it just me, or are there way more people here now than before? But not just you. There have been people pouring in from east and south gates since morning. And it's all cause you guys Peter Tomlin. I couldn't believe the news when I heard it. I'm glad you're all back safe and sound. I wasn't worried you wouldn't make it, but it's still good to see you all well. Thanks for coming greet us, guys. No problem. I like that you're so polite. Percival, are all these new fairies and humans here because... That's right. They're all here from Norwich. Some want to join our army, others just want to live here. Even this is only about half of everyone who showed up. There were many that we had to have to stay at Norwich for the time being. That's right. I managed to sneak some inside Londinium under cover of the night yesterday, but it won't work again. Now that Wood was sending out patrols, the rest will have to come once the battle's over, right? Pepe, you're here too? Of course, hon. Almost time for the final battle, isn't it? So I thought, why just sit around in Norwich waiting for a reporter when I could come see the action for myself? Thanks for everything, Count. Oh, no. You shouldn't go thanking me just yet. I have my own goals after all. I'm really just using you as a bait here. Once the fighting begins, in earnest, you're staying in Londinium until it's over, right? And if Beryl knows where this target is, he's bound to turn up sooner or later. For some reason, I can just tell when and where he'll try to strike. He loves going after his victims when their guards is down, right after they've won a hard battle. So you're both cut from some dirty cloth, huh? Well, long as it's getting out of here now, you won't hear me complaining. But don't go taking
any serious risks, alright? If you die now, we're gonna have to go through the rigmarole of unifying Norwich again. Oh my, you're worried about me, Muramasi? That makes coming to Britain all the more worthwhile. Don't be an idiot. Since I'm the child of prophecy's bodyguard right now, I'd just rather be dealing with you than Spriggan. Sure thing, hon. Whatever you say. Alright, since I'm technically affiliated with Chaldea, maybe it's time I got down to serious business. Percival, Artoria, Maxie and Da Vinci. Would you come to the war room with me? I have a proposal for what comes after the prophecy. After the prophecy? Let me get right to the point. This Lostbelt isn't like the others. It's not going to go away even with its tree of emptiness destroyed. It was never part of human history long enough to be pruned away in the first place. Rather, this world is just as strong as proper human history, a new human history, not an empty one. Ironic that fantastical creature like fairies became their own human history, isn't it? So you're saying this place isn't a lost belt, but a lost world, huh? I can buy that. Britain's Tree of Emptiness may have burned down during the attack on Olympus, but it had long since stopped functioning. I think this lost belt escaped the Tree of Emptiness cosmic fantasy about 2019 years ago. The first year of the era of the High Queen, when Morg began ruling Britain. It's not the Tree of Emptiness keeping this lost belt going, it's Morg herself. But that also means that once we defeat her, this lost belt will go back to the way it was. And that should mean it'll eventually be pruned away just like the others. That's true, at least for Britain, but not for its residents. In the other lost belts, the fates of the people who lived there were extremely tied to their surroundings. But that's not the case for this lost belt. If nothing else, we can be sure that fairies who were born during the era of the High Queen won't disappear even if they leave this lost belt. It makes sense, really, since this world is just as strong as proper human history. That's the difference I'm trying to point out. You mean they can immigrate? That's right! Humans who were made, born in the land of the Fae, can only live here. But if they wanted to, the fairies of this land could immigrate to proper human history. Now do you get it? There's a possible future where you can all live in peace and harmony. So... what's that all mean, Da Vinci? It means that even if we defeat Morgan, results in this lost belt disappearing. You could still survive if you came with us to the outside world. At least, once we figure out how to get past the wall of light. Yep, you could either disappear with this place or start a new life in proper human history. The choice is yours, Artoria, in fact. You could abandon this whole child of prophecy thing and just leave right now. There's a whole lot of life waiting for you on Chaldea's Stormborder if you want. I'm kind of amazed you said that, Pepe, especially if Percival is standing right there. Oh, I wouldn't have said it at all if Percy hadn't been there. Beryl taught him about proper human history, the lost by Chaldea and the Tree of Emptiness. That's why I just told you, Maxie and Artoria, about this as well. I wanted to get this all out in the open, so there'd be no hard feelings. Pretty fair of me, right? How do you feel about this, Percival? Well, I don't know nearly as much as the rest of you, so this may be pretty simplistic. But if Artoria wants to stop being the child of prophecy, that's entirely her choice. Really? Even though you went to all the trouble of creating the Round Table Army? Really. I choose to build a Round Table Army on my own. Nobody forced me to do it, and I don't intend to force anyone else to join. And besides, I really don't deserve to be their commander, not after some of the things I've done. So please, believe me when I say you don't need to give up your one force. Besides, now we know that we can still help the fairies of Britain escape to the outside world, even without defeating the Queen. And isn't just knowing that's an option a big step forward for Fairy Britain? Well, yeah, I guess so. But I still don't think that's good enough.
One will never just sit back and let everyone walk away. If we were really going to save the fairies of Britain, there's no getting around the fact that we have to defeat Avalon le Fae. Where'd the Le Fae part come from? I'm pretty sure that means the fairy in the legend of King Arthur. The Fae part changed over the time to Fae in modern day English, although I haven't seen a single fairy called Morgan that since I've been here. I see. So they want to defeat Queen Morgan, just like the prophecy said, huh, Toria? Looks like I'm with you to the bitter end, then. If as a Crypter, I'm going to settle things with Beryl. Then I guess this makes his nosy part, Senpai. I have the right to interfere in your affairs too. Okay, that's enough serious talk for now, and while I trust this goes without saying for the records, if Toria plans to continue on her path as a child of prophecy, we best keep this conversation between ourselves. It would be very good for moral if the robbers found out. They just could expect the world itself, wouldn't it? Naja, das sagt er jetzt ja einfach, aber erstens, gilt das nur für Feen oder gilt das auch nur für Menschen? Und die zweite Frage ist, wohin denn? Weil selbst wenn wir fliehen, liebe Leute, ihr wisst, wie die Welt aktuell aussieht. So schön nicht. Aber Leute, erstmal ändert das nicht an unserem Plan, morgen zu stoppen. Und das werden wir auch beim nächsten Mal weiter versuchen.